Nächster Halt. Stadt. Und damit endete unsere Etappe auf dem Alpsteig. Wir haben die Etappe 12 des Fernwanderwegs von Wilmerningen nach Jungingen für uns leicht abgeändert und sind in Mössingen gestartet. Hier haben wir kostenlos unser Auto bei der Steinlachhalle geparkt und konnten diesen Startpunkt am Ende unserer Tour, also von Jungingen aus, innerhalb von 30 Minuten mit der Bahn wieder erreichen. Von Mössingen aus ging es vorbei an der Olgahöhe, die stärker frequentiert war. Hier kann man auch mit dem Auto parken, allerdings nicht über Nacht. Dann ging unser Weg von Norden kommend durch das Naturschutzgebiet Bergrutsch am Hirschkopf. Den Bergrutsch konnten wir uns daher von unten und von oben anschauen. Unterhalb vom Bergrutsch ist übrigens auch die letzte Möglichkeit, Wasser aufzufüllen. Weil unsere Flaschen allerdings noch gut gefüllt waren, haben wir diese Möglichkeit leider nicht genutzt. Beim nächsten Mal trinken wir einen kräftigen Schluck und füllen unsere Flaschen an der Wasserstelle voll. Unser Tagesziel war der Dreifürstenstein, ein Aussichtspunkt, bei dem man einen Weitblick ins ganze Tal hat und in der Ferne die Burg Hohenzollern sieht. Die ist übrigens auf Etappe 12 und 13 des Alpsteigs ein häufiger Wegbegleiter und sieht echt märchenhaft aus. Beim Dreifürstenstein haben wir außerhalb von Schutzgebieten unser Nachtlager aufgebaut. Zum Abendessen gab es Spaghetti mit selbstgemachtem Bärlauchpesto und veganem Parmesan. Für das Pesto haben wir Kokosöl verwendet, da es bei niedrigen Temperaturen fest und somit der Rucksack sauber bleibt. Die Rezepte gibt es in der Videobeschreibung. Für die Nacht haben wir in ultraleichten Hängematten geschlafen mit einem durchdachten System, um nebeneinander abzuhängen. Einzelheiten dazu findest du in unserer Packliste. Beim Dreifürstenstein gibt es übrigens noch eine offizielle Feuerstelle, sodass wir den Abend noch richtig entspannt an einem wärmenden Lagerfeuer ausklingen lassen konnten. Die Wärme war auch gut, denn in der Nacht fielen die Temperaturen auf 1 Grad. Am nächsten Morgen sollte es eigentlich ein wärmendes Powerfrühstück geben, unser selbstgemachtes Porridge. Da aber jeder von uns nur 1 Liter Wasser hatte und noch 10 Kilometer Weg auf dem Plateau vor uns lagen, entschieden wir uns gegen das Porridge. Das schmeckt aber nicht nur auf Touren gut, sondern auch zu Hause. An der Traufkante ging es dann an diversen Abrutschen und Aussichtspunkten entlang in Richtung Killertal. Die Tour endete nach einem recht steilen Abstieg in Jungingen. Mit dem Zug ging es für 3,70 € pro Person, also das sind die Karten, zurück nach Mössingen zu unserem Auto. Insgesamt sind wir von dem 360 Kilometer langen Fernwanderweg ca. 22 Kilometer gewandert. Davon waren 560 Meter Aufstieg und 449 Meter Abstieg. Der höchste Punkt lag auf 860 Meter. Ganz nach dem Motto: Wir hinterlassen nur Fußspuren und nehmen Erinnerungen mit, haben wir auch auf dieser Wanderung unseren kompletten Müll mitgenommen. Tipps rund um das Thema Outdoor-Toilette haben wir in einem Blogbeitrag zusammengefasst. Hier findest du Hintergrundinfos zu Verrottungszeiten und Alternativen, damit die Wanderwege weiterhin eine Freude sind zu gehen. Apropos Fußspuren, Jonathans sehen ganz besonders aus und seine Schuhe sind häufig Gesprächsthema mit anderen Wanderern. Meistens interessieren sich die Leute für das Laufgefühl, ob ich was auf steinigen Untergründen merke oder ob ich überhaupt Grip damit habe. Und ich erzähle gerne davon. Denn bei mir ist es so, dass die natürliche Zehenstellung mir hilft, dass ich weniger Knieprobleme habe beim Auf- und Abstieg. Gut. Ja. Cut. Wir haben Droni verloren. Auf einer Höhe von 25 Meter hatte die Drohne Kontakt mit Zweigen und ist anschließend auf den festen Waldweg gefallen. Es ist zwar nicht der erste Sturz gewesen, aber aus der Höhe der erste und auf den Untergrund war es der letzte. Dabei sind Gott sei Dank keine Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen. Wir sind dankbar für über 4 Jahre tolle Luftaufnahmen auf unseren Reisen und dem Schutz in der einen oder anderen brenzligen Situation. Zum Abschluss bleibt nur noch, unterstütze den Kanal durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und wenn du wieder bei Amazon shops, wäre es echt toll, wenn du unsere Links dafür nutzt.